Ha, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video an meiner Seite. Heute mal wieder Bildtafellegende Dennis. Der zeichnet auch dafür verantwortlich, dass das hier alles recherchiert wurde. Wir sind nämlich in Rheine und das war auch so eine, sag ich mal, Herzensangelegenheit von dem Dennis, dass wir den Waldhügel hier mal ordentlich besprechen, und dem gehen wir heute nach. Zur allerersten Orientierung. Wartet mal eben kurz. Ich habe mal eben den Hund beim Dennis. Wir haben hier vorne die Kartenhorner Straße. Und die Kartenhorner Straße war die Stoßrichtung der alliierten Truppen, das heißt der Engländer. Die kamen von da unten und wollten dann hier rüber, um dann da nach Rheine vorzustoßen. Wir haben linksseitig der Kartenhorner Straße als auch hier rechtsseitig im Gebüsch noch ehemalige Schützengräben. Das gucken wir uns jetzt zuallererst an und dann werden wir in den weiteren Bereich da hinten verlegen. Und dann schauen wir mal, was es hier am Waldhügel alles noch so gibt. Der Waldhügel allgemein oder überhaupt die Stadt Rheine, die hat eine lange geschichtliche Tradition. Ich habe da vorhin noch mal so ein bisschen was drüber nachgelesen, ohne euch das jetzt wirklich toll erklären zu können. Aber wir haben hier den 80-jährigen Krieg mitgemacht, den 30-jährigen Krieg mitgemacht. Die Hessen haben das hier besetzt und so weiter. Und auch hier am Waldhügel, da fand halt auch schon ehemals irgendwas statt mit den Hessen. Die haben das dann hier, glaube ich, belagert und dann letzten Endes auch die Stadt eingenommen. Nagelt mich da nicht drauf fest. Ich habe das nur mal eben ganz kurz durchgelesen. Ist ja auch nicht unser Hauptthema. Wir sehen hier links, ja, ob wir das sehen, weiß ich gar nicht, aber hier sind schon diese Schützengräben zu erkennen. Wir gehen hier vorne eben rein. Hier öffnet sich das. Hier können wir so einen Weg entlang gehen und dann kann man da mal eben einen kleinen Blick drauf werfen. Das sind nämlich noch so die ganzen kleinen Nebenschauplätze, die es dann hier gibt. Wir blenden euch da auch noch mal ein DGM-Modell ein, dass ihr das ein bisschen besser nachverfolgen könnt. So, hier unten haben wir das. Zack, zack, dann geht es da vorne rein. Ich gehe da mal eben ganz ein bisschen mit euch rein, nur um das ein bisschen besser zeigen zu können. Damit ihr nicht denkt, was erzählt der Typ da. So, ne? Und schon sind wir hier in dem Graben. Ich gehe noch mal eben hier drüber her. Und da könnt ihr es einfach toll erkennen. Ne? Hier ist diese eben Zickzack-Struktur. Das zieht sich dann halt hinten bis zur Straße. Und da oben ist der Dennis. Und wir gehen jetzt, wie ich gerade schon angekündigt hatte, in diese Richtung weiter. Und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Also wir haben hier auch Bundeswehrstruktur. Das wird so ein bisschen durcheinander werden, das Video. Im Sinne von, wir haben halt verschiedenste Plätze hier. Und ich wollte nicht quer rüber gehen, erstmal alles mit Wehrmacht machen und dann wieder zurückgehen und dann die Bundeswehr machen, sondern wir machen das so, wie uns das hier vor die Füße fällt und werden euch das entsprechend erklären. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen an dem ersten Ort, an dem man auch eine wirklich bauliche Struktur erkennen kann. Und zwar haben wir hier die Überreste der ehemaligen Flak-Kaserne. Diese Flak-Kaserne wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch von der Bundeswehr genutzt. Und wir hatten hier die Vorschriftenverteilstelle Nord und das Ganze war auch als Baubetriebshof der Bundeswehr genutzt. Ich zeige euch jetzt mal eben ganz kurz hier auf einer Karte, wie das von oben aussieht. Wir blenden euch das aber auch noch mal vernünftig ein, weil hier haben wir eine schöne Übersichtskarte über den Waldhügel, wie man sehen kann. Schön, dass auch mein Schatten jetzt hier so sonnenbedingt im Bild ist. Wir haben auf jeden Fall hier die Überreste dieser Flak-Kaserne. Das Ganze zog sich bis hier vorne noch in den Wald rein. Auch hier vorne waren noch Sachen. Wir schauen uns jetzt gleich mal um, was wir da an Substanz noch erkennen können, was da noch an Ruinen steht und ob wir das noch irgendwie einordnen können. Ja, auf das Gelände selber kommen wir leider nicht drauf. Das ist irgendwie in Betrieb noch oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es abgesperrt. Da können wir nichts machen. Unser Weg führt uns jetzt hier nach links, also quasi rechts umfassend an der ehemaligen Flak-Kaserne vorbei. Und dann schauen wir mal da hinten im Busch, was da noch gibt. Damit wir noch ein paar mehr Eindrücke haben, haben wir hier noch die Stirnseite dieses ehemaligen Flak-Kasernengebäudes. Ja, nur ganz kurz. Und dann geht es hier gleich dann auf das Gelände. Ja, hier haben wir noch in irgendeiner Weise ein Metall, was aus dem Boden ragt. Bis gleich. Wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes. Ich blende euch das natürlich auch in der Karte ein. Und hier vorne, diese Giebelseite,
Da war früher Anschluss. Das heißt also, wir würden jetzt gerade aktuell in einem Gebäude drinstehen. Denn von da vorne ging das eben hier rüber und dann hier vorne entlang. Warum diese Gebäude jetzt nicht mehr stehen, das ist uns nicht bekannt. Das kann sein, dass das halt auch eben einfach nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgebaut wurde, abgerissen wurde, gesprengt wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, naja, der Rest dieses Bereichs ist eben noch vorhanden. Hier in dem Wald findet man noch entsprechende Bruchstücke dieser ganzen Geschichte. Und was wir da noch sehen können, das schauen wir uns jetzt mal eben an. Da gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Wo eine Flakkaserne ist, oder warten wir eben. Ich kann mal hier schon mal eben was filmen. Guck, da haben wir nämlich schon die ersten Indizien. Ne? Hier liegen Ziegelsteine und so weiter und so fort. Hier haben wir Betonstruktur im Wald. Das ist natürlich jetzt nicht viel. Das war klar, dass hier kein Gebäude mehr steht, aber wir haben immerhin diese Sachen schon mal. Was ich sagen wollte, wo eine Flakkaserne ist, da ist natürlich auch eine Flakkstellung. Diese Flakkstellung werden wir euch natürlich auch noch präsentieren. Da kommen wir dann aber gleich zu. So, jetzt habe ich euch hier noch mal ein bisschen größeres Betonfragment rausgesucht. So sieht das halt hier aus. Und wie gesagt, das Ganze zieht sich hier komplett durch den Waldhügel hinunter. Ich glaube, da hinten rechts sehe ich auch noch mal wieder was. Ja, das sind eben halt die Überreste dieser Anlage da. Dann haben wir das auch jetzt, glaube ich, diesen Trümmerhaufen erstmal zur Genüge gefilmt. Wird ein bisschen wackelig. Oh, warten Sie einen Augenblick. Wir sind jetzt immer noch in dem Wald, wo diese ehemaligen Gebäude standen. Hinter uns die Flakkaserne. Und ja, wir gehen jetzt hier noch mal auf jeden Fall mal entlang. Dann müssen wir mal eben schauen, bis wohin sich das Ganze zieht. Und ja, vielleicht finden wir ja auch noch den einen oder anderen Eindruck hier auf dem Weg. Hier ist noch mal wieder eine ganz interessante Stelle, weil wir befinden uns nämlich hier am Ende dieses langen Gebäudes. Ich blende euch das ein und ihr seht auf dem Luftbild auch wunderbar, dass wir uns da entsprechend auf einem Plateau befinden. Und dieses Plateau, das kann man auch ganz toll eben hier sehen. Ne? Kommt da vorne her, zeichnet sich dann hier so ab. Hier geht es ziemlich steil nach unten und vor uns liegt dann im Endeffekt Rheine. Und wenn wir diesem Plateau jetzt hier weiter folgen, dann kommen wir da hinten in der Richtung auch noch mal zu, ja, irgendwelchen Wirtschaftsgebäuden, aber wir hatten hier auch so eine Standort-Schießanlage. Ob man da jetzt noch irgendwas von erkennen kann, das weiß ich selber nicht, aber wir gucken mal in den Bereich und ich blende euch dann natürlich ein, wo wir da sind. So, die Geschichte mit dem Plateau noch mal eben kurz erwähnt, weil da zeichnet sich hier natürlich gegen den Himmel viel besser ab. Ihr könnt halt, wie gesagt, deutlich erkennen, wie das hier nach oben geht. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, in diese Richtung weiter. Ja, hier sehen wir auch noch mal so ein Relikt aus vergangenen Tagen, nach einem großen Betonklotz. Die Schießbahn, die muss circa in diese Richtung 30 bis 50 Meter sein. Das ist so verwachsen da vorne, das macht überhaupt keinen Sinn, da noch irgendwie hinzugehen. Und ob man dann da was findet, ist eben auch fraglich. Letzten Endes wäre das hier was für die ja, quasi Archäologie. Ne? Da müsste man dann wirklich alles mal freiräumen. Und ich glaube, von so entscheidender Bedeutung ist das jetzt nicht, dass man diesen Aufwand hier irgendwie betreiben müsste. Wir verlegen jetzt eben von diesem hinteren Teil wieder nach vorne und schauen mal, was da noch auf uns wartet. Jo, wir haben jetzt den Bereich hinter uns gelassen, der liegt diese Richtung. Ich zeige euch natürlich wieder, wo wir sind. Und wir haben vor uns liegend hier auf dem, wir sind also wirklich auf dem Waldhügel selber drauf, auf dem Plateau, höher geht es hier kaum. Da haben wir hier nochmal wieder klar erkennbare Schützengrabenstruktur, beziehungsweise kann auch einfach nur, was heißt in Anführungsstrichen, kann auch einfach ein Deckungsgraben sein, ein Luftschutzgraben. Hier vorne ist was ganz Interessantes, das können wir jetzt leider nicht zuordnen, weil aus den Luftbildern, die jetzt vorliegen, geht das so nicht mehr hervor, weil man sieht da keine Gerätschaften mehr drin stehen. Aber wir haben hier nochmal eine Struktur in irgendeiner Weise. Ihr seht das, das ist hier so. Es sieht jetzt erstmal rund aus, ist aber doch auch relativ eckig. Klingt ein bisschen verrückt alles. Wir zeigen euch das aber genau auf den Luftbildern und wie viel hier überhaupt an Sachen war. Also die Flakkstellung selber, das kann man erkennen, aber es stehen halt überall noch Dinge
hier herum, wo man jetzt nicht oder wo wir das nicht sagen können. Das muss dann jemand sein, sag ich mal, der sich wirklich mit Flak richtig toll auskennt. Der könnte dann wahrscheinlich sagen, ah, pass mal auf, das könnte das und das gewesen sein oder hier stand aller Wahrscheinlichkeit nach dieses und jenes. So, das haben wir eben nicht. Können wir nicht so, weil wir da nicht so die Mega-Profis drin sind. Wir haben hier nochmal Betonstruktur, die hier plötzlich auf dem Weg liegt. Hier ist nochmal eine, ja, so eine große Aussparung irgendwie, also ein Geländeeinschnitt. Und da vorne, hier zur Rechten, war dann eben diese, ich sage jetzt einfach mal Stellung im weiteren Sinne. Dieser Beton, das sieht ganz interessant aus. Führt, ja, ist irgendwie so eine Art auch Plateau. Ob das hier eine Zuwegung war, ob man hier halt auch mal irgendwas stellen konnte, ist halt alles ganz Frage. So, wir gehen jetzt in diese Richtung weiter und schauen uns da noch weitere dieser Strukturen an. Ja, das Ganze, was ich euch gerade gezeigt habe mit den Betonplatten und so weiter, ist halt hier auf diesem Hügel drauf, ne? Also das ist schon eine exponierte Lage hier. Da kann man von da oben halt auch wirklich, ja, entsprechend auch beobachten. Luftraumbeobachtung. Gut, wir gehen hier weiter. Was sagst du denn, wo sind die nächsten Sachen? Sind hier jetzt gleich um die Ecke oder was? Munitionsbunker sind direkt vor uns. Munitionsbunker, super geil. Die Reste, Ja, dann zeigen wir euch jetzt als nächstes Mal eben die Reste der Munitionsbunker. Bevor wir auf die Überreste dieser Munitionslagerhäuser kommen, hier nochmal eben ein kleiner Blick auf die Rückseite der Kaserne, beziehungsweise ihr seht da vorne auch links diesen Giebel und da ging das eben entsprechend in den Wald hinein. Da kommen wir ja gerade her. Jetzt filme ich euch hier noch mal eben so ein bisschen was ab. Wir kommen leider eben nicht drauf aufs Gelände. Deshalb hier noch mal eben so ein paar Eindrücke, wie sich das da gestaltet. Und die Sache ist folgende. Diese Struktur, die man auch sehen kann, liegt eben auch leider hier hinter dem Zaun, sodass wir da jetzt eben auch nicht vernünftig rankommen. Aber hier vorne geradeaus, direkt drauf zu, da seht ihr Betonfragmente. Und das war eines dieser kleinen Munitionslagerhäuser. 6 Stück an der Zahl blenden wir euch natürlich auch auf der Luftaufnahme ein. Wir haben jetzt mal einen kleinen Sprung gemacht. Und zwar sind wir jetzt an dem eigentlichen Herzstück quasi dieser Anlage. Und wir befinden uns jetzt innerhalb der ehemaligen Flakstellungen. Wir haben hier schon mal eine dieser Flakstellungen. Das wird hier alles irgendwie landwirtschaftlich genutzt. Betreten des Grundstücks verboten steht da, machen wir auch nicht, wir befinden uns da davor. Wir sehen hier vorne dieser Hügel ebenfalls nochmal eine dieser Flakstellungen und hier vorne auch. Das gucken wir uns jetzt aber auch nochmal von der anderen Seite an. Das heißt, wir werden noch 1, 2 dieser Flakstellungen auch mal eben begehen, soweit die Vegetation das zulässt. Hier stand 8.8 Flak und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wir warten mal auf die nächsten Eindrücke. So, das ist jetzt auch die einzige, die wir hier uns vornehmen. Ihr seht hier die Ausmaße, das ist schon richtig groß. Da vorne führt der Weg lang. Ja, das ist der Dennis. Und insgesamt, ihr könnt das auf dem Luftbild auch erkennen. Wir haben da eine Anordnung von ja, quasi so einer Runde von 7 Stellungen. Und in der Mitte haben wir eben auch noch eine Stellung. Da müsste das Kommandogerät gestanden haben. Ja, wenn das jetzt natürlich alles vegetationstechnisch hier ein bisschen besser zu begehen wäre. Es liegt jetzt nicht daran, dass hier Laub ist, sondern hier ist alles voll mit Stacheln und mit Brombeeren. Das macht einfach wenig Sinn. Und das ist auch das Problem, ne? Die Vegetation, die verwischt natürlich über die Jahre einfach auch die Konturen. Das ja, stellt sich hier vielleicht noch besser dar als auf der Kamera. Keine Ahnung, aber so sieht das dann eben aus, ne? Wenn sowas dann eben einfach der Natur überlassen wird und sich dann da keiner mehr um den Erhalt kümmert. Gut, Betonausbau hatten wir hier auch wohl nicht. Das ist alles feldmäßig ausgebaut. Von daher, ja, eigentlich ein bisschen schade, ne? Hätte man noch ein bisschen Beton zeigen können. Aber gut, wir müssen mit dem arbeiten, was wir hier haben. Und ja,
jetzt verlassen wir auch schon wieder den Ort und begeben uns da vorne in die Richtung. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, da war auch das RAD-Lager. Eben zur Orientierung, hier vorne vor uns ist das Gelände, wo die Flakstellung war. Da vorne geht ein Weg entlang und der Parallelweg dazu, das ist dieser, auf dem bewegen wir uns jetzt. Und hier sind wir schon mitten in dem RAD-Lager. Das heißt, hier standen überall Baracken. Das blenden wir euch natürlich auch ein. Und dann haben wir von jemandem gehört, der sich hier oben sehr gut auskennt, hat uns gesagt, dass hier vorne diese Obstbebau, der hier ist, diese Obstbäume, dass die damals vom RAD angelegt worden sind. Das kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, das sieht man auf der Luftaufnahme auch nicht. Und so Bäume waren ja dann, wenn die da gerade angepflanzt worden sind, natürlich auch sehr klein. Also die würde man sowieso nicht auf einer Luftaufnahme erkennen können. Aber wir wollen dieses Wissen auf jeden Fall hier weitergeben. Das sollen Obstbäume sein, die eben zu RAD-Zeiten angepflanzt worden sind. Gut, dann gehen wir hier weiter durch das ehemalige RAD-Lager. Ich glaube aber so viel, wir sehen jetzt hier nichts mehr eigentlich, ne? Ja, wir kommen jetzt hier. Gut, wir kommen jetzt hier geradeaus, dann dahin, wo wir vorhin eigentlich auch schon waren. Zeige ich euch dann entsprechend. Wir haben es jetzt gleich auf jeden Fall erstmal dann auch wieder mit Bundeswehrstruktur zu tun, beziehungsweise diese Bundeswehrstruktur steht dort, wo auch noch RAD-Lager früher war. Das heißt also, das RAD-Lager ging hier geradeaus noch weiter auf diese Wiese hier. Und wir können jetzt hier erstmal nicht weitergehen, denn hier sehen wir Zaun, modernere Bauart, und hier im Hintergrund, da habt ihr Bundeswehrstruktur. Und wir gehen jetzt einmal hier rum, gehen da näher ran und dann sprechen wir darüber mal. So, hier haben wir noch mal einen kleinen Blick auf die ehemalige Flak-Kaserne. Durch diesen Weg sind wir jetzt gekommen, das heißt diese Richtung hinaus, da war das RAD-Lager. Da hinten, da standen wir am Zaun, und jetzt kann ich euch wenigstens noch eben das hier einblenden. Und zwar war hier der geophysikalische Messzug Waldhügel untergebracht. Das Ganze muss so in der Mitte der 60er Jahre entstanden sein. Ich schaue mal, ob ich da noch ein bisschen was finde. Das Ganze war letzten Endes die Wetterstation für den Fliegerhorst Hopstendreierwalde. Und hier im Vordergrund, das ist die Halle, wo diese Wetterballons befüllt wurden. Und die Halle im Hintergrund, das kann ich euch nicht erklären. Das ist halt, hat auf jeden Fall auch irgendetwas damit zu tun. Da waren die Ballons wahrscheinlich gelagert, oder da wurden allgemein irgendwelche Arbeiten, dann wahrscheinlich technische Arbeiten durchgeführt, die man dafür benötigte. Das Ganze zieht sich dann hier weiter rüber. Wir haben noch andere interessante Einblendungen dafür. Das gab so bestimmte Schutzbereiche hier für die Anlage auch, wo man dann bestimmte Dinge nicht durfte. Das kann ich euch auch noch einblenden. Das sind schöne historische Belege dafür. Wenn wir hier dann auf dem Gelände gleich weitergehen, dann finden wir da auch noch das Betriebsgebäude dafür. Ja, hier seht ihr nochmal einen Blick aus der Totalen auf diese beiden Hallen. Hier auf der hinteren Halle kann man auf jeden Fall auch sehr schön erkennen, dass das so eine Rampe war, auf der man dann auch entsprechend was anliefern konnte, wie auch immer. Große Falttoranlage, kann man also auch mit dem Kfz reinfahren. Wenn wir jetzt hier vorne so langsam rüberschwenken, dann müsste man eigentlich auch noch einen Weg erkennen können, und ihr müsstet da auch eine Straßenlaterne erkennen können. Also über diesen Weg konnte man dann entsprechend da vorne zu den Gebäuden hingelangen. Tja, und hiermit sind wir dann in dem Bereich, wo dann letztendlich die Verwaltung dieser ganzen geophysikalischen Messstelle war. Was hier noch interessant ist, das sind diese Metallständer, dieses Ständerwerk, was ihr da seht. Und das sieht so aus, als wenn da eben Draht zwischenher gespannt ist. Und das kann auch sein, dass das schon immer so war. Und ja, was auch immer daran aufgehangen wurde, für irgendetwas wird es ja gut gewesen sein. Ob wir da auch irgendwie die Hüllen der Ballons vielleicht teilweise hatten zur Trocknung. Also es ist jetzt so ganz simpel gedacht. Wer das weiß, bitte in die Kommentare. Finde ich hochspannend, wofür sowas mal da gewesen ist. Ja, das Gebäude erstreckt sich dann hier so weiter noch nach links. Und da hinten haben wir auch noch ein Schleppdach. Ich weiß nicht, ob ihr es vernünftig sehen könnt, aber wir gehen dann von der Straße noch mal eben daran und schauen uns das dann auch noch mal eben an. Betreten ist hier ebenfalls nicht möglich.
nur ein bisschen recherchiert. Auf jeden Fall ist die Adresse 99. Genau. So, jetzt haben wir hier nochmal in den Eingangsbereich dieses richtig einfach fantastisch anmutende, historisch schon immer vorhandene Tor. Klasse Ding. Nummer 99 haben wir hier. Haus Nummer 99. Da vorne haben wir noch einen Flaggenmast. Das wird also hier auch mal irgendwie noch ein bisschen mehr ausgebaut gewesen sein. Vielleicht war das doch mal da asphaltiert oder so. Oder gepflastert. Ja, und dann haben wir hier halt im Anschluss noch eben dieses Schleppdach für entsprechende Fahrzeuge, die man da eben zum Betrieb dieser Anlage benötigte. Wo ich halt eben auch komplett raus bin. Das ist so einfach so ein Spezialthema. Da kann ich dann auch wirklich nichts zu sagen. Vorne links in dem Gebäude seht ihr auf jeden Fall noch so einen Feuerlöschkasten. Der wird auch der Zeit ebenfalls noch sein. Und dann haben wir noch so einen kleinen schrägen Anbau. Und wir haben links in dem Bereich ebenfalls nochmal ein Gebäude. Okay, da können wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, wir sind durch jetzt, oder? Ja. Ja, da sind wir durch. Gut, dann können wir jetzt hier die Abmoderation machen. Ich hatte es gerade schon zu Dennis gesagt und er hat es mir da auch nochmal bestätigt. Das Video hier lebt von den Einblendungen. Also ihr werdet hier einige Einblendungen gesehen haben. Vielleicht kommt auch noch mal was aus dem Off, weil es vielleicht sonst zu überladen gewesen wäre. Werden wir dann schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenfreies Abo da, könnt mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Ich danke dem Dennis auch noch mal ganz herzlich, dass er das hier alles so schön recherchiert hat und auch aufbereitet hat. Der hat mich hier schön durchs Gelände geführt, mir ein paar Sachen erzählt und ich habe es letzten Endes nur ausgeführt. Top-Geschichte und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, Kakao.